Lektion 1, Zielsetzung. Kluger Schachzug. Haben Sie einen Zeitplan, um Ihre Ziele zu erreichen? Ja, ich habe einige Meilensteine gesetzt, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist ausgezeichnet. Wenn man es aufschlüsselt, ist es leichter zu handhaben. Genau. Es hilft mir, motiviert und konzentriert zu bleiben. Was ist Ihr erster Meilenstein? Ich habe vor, meine Recherche bis Ende nächsten Monats abzuschließen. Das ist ein solider Plan. Es gibt Ihnen genügend Zeit, Informationen zu sammeln. Ja, und dann kann ich mit der Umsetzung meiner Ideen beginnen. Ich bin gespannt, wie sich alles für Sie entwickelt. Lektion 2, Lebensmittelauswahl. In meiner Stadt gibt es so viele Lebensmittel zur Auswahl, vor allem italienische Restaurants. Das klingt wunderbar. Die italienische Küche gehört zu meinen Favoriten. Meins auch. Die Auswahl an Pasta und Pizza ist endlos. Ja, und vergessen wir nicht die köstlichen Desserts. Absolut. Ein gutes Tiramisu kann jede Mahlzeit zu etwas Besonderem machen. Haben Sie ein italienisches Lieblingsrestaurant, das Sie empfehlen? Ja, es gibt einen charmanten kleinen Ort in der Innenstadt mit tollen Kritiken. Ich würde es gerne ausprobieren. Lasst uns bald dort ein Abendessen planen. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, authentische italienische Gerichte zu genießen. Lektion 3, Thornhill-Chirurgie. Thornhill, nördlich von Toronto, ist eine bemerkenswerte Gegend. Absolut. Es ist für seine fortschrittlichen medizinischen Einrichtungen bekannt. Ja, und heute werden alle Operationen dort durchgeführt, was beeindruckend ist. Das ist richtig. Sie verfügen über einige der besten Spezialisten in der Region. Es ist beruhigend zu wissen, dass es eine qualitativ hochwertige Pflege gibt. Definitiv. Menschen fühlen sich sicherer, wenn sie Zugang zu solchen Diensten haben. Und die technologischen Fortschritte dort sind bemerkenswert. Ja, es setzt wirklich einen Standard für die Gesundheitsversorgung in der Region. Ich freue mich, dass Thornhill zu einem Zentrum für medizinische Exzellenz wird. Lektion 4, Reisevorbereitung. Hotels können unvorhersehbar sein, aber es ist besser, vorbereitet zu sein. Ich stimme voll und ganz zu. Ein Plan ist für jede Reise unerlässlich. Ja, es stellt sicher, dass wir bei unserer Ankunft eine Unterkunft haben. Außerdem kann es uns Lastminute Stress und Ärger ersparen. Ich bin froh, dass wir einen Plan haben. Es macht alles einfacher. Absolut. Und es gibt uns mehr Zeit, unseren Urlaub zu genießen. Lassen Sie uns unsere Reservierungen noch einmal überprüfen, bevor wir abreisen. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass alles bestätigt ist. Mit einem soliden Plan können wir uns entspannen und eine tolle Zeit haben. Lektion 5, geschätzte Traditionen. Es ist toll, Traditionen zu haben, die bleibende Erinnerungen schaffen. Absolut. Persönliche Traditionen machen jede Feier zu etwas Besonderem. Ja, sie verbinden uns wirklich mit unseren Erfahrungen und unseren Lieben. Ich schätze unsere Familientraditionen während der Feiertage, sie bringen uns zusammen. Ich auch. Erinnern Sie sich an das Treffen im letzten Jahr? Es war unvergesslich.
Ja, das Lachen und die Geschichten, die am Tisch erzählt wurden, waren unbezahlbar. Jedes Jahr werden diese Momente bedeutungsvoller, nicht wahr? Definitiv. Es ist, als würden wir unserer Lebensgeschichte Kapitel hinzufügen. Lasst uns weiterhin diese Erinnerungen schaffen. Sie bereichern unser Leben. Lektion 6. Durch Strömungen navigieren. Sie wurde durch die Strömungen vom Kurs abgehalten, was es zu einer Herausforderung machte. Das klingt schwierig. War das Wasser während Ihrer Reise rau? Ja, obwohl die direkte Route nur 32 Meilen betrug, fühlte es sich viel länger an. Ich kann es mir vorstellen. Die Navigation durch unvorhersehbare Gewässer muss schwierig sein. Absolut. Unter solchen Bedingungen ist es entscheidend, konzentriert zu bleiben. Hatte sie Strategien, die ihr dabei halfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben? Ja, sie musste ihren Kurs häufig anpassen, um der Strömung entgegenzuwirken. Das klingt anstrengend. Es erfordert viel Entschlossenheit. Das tut es wirklich, Ausdauer ist der Schlüssel zur Überwindung von Hindernissen. Lektion 7. Die besten Angebote. Ich habe darüber nachgedacht, mit der Suche nach den besten Angeboten zu beginnen. Das klingt nach einem klugen Schachzug. Nach welchen Angeboten suchen Sie? Ich interessiere mich hauptsächlich für Reiserabatte und vielleicht ein paar technische Gadgets. Das kann sich wirklich summieren, wenn Sie die richtigen Angebote finden. Haben Sie online nachgeschaut? Ja, ich habe ein paar Websites gefunden, die Preise vergleichen, aber ich muss tiefer in die Materie eintauchen. Es ist auf jeden Fall die Zeit wert. Einige Websites bieten sogar Benachrichtigungen über Preissenkungen an. Das ist eine tolle Idee. Ich könnte viel sparen, wenn ich auf den richtigen Moment warte. Genau. Darüber hinaus bieten einige Geschäfte exklusive Angebote für Mitglieder an. Dann sollte ich darüber nachdenken, mich für diese Mitgliedschaften anzumelden. Lektion 8. Einkaufszentren im Sommer. Ist Ihnen aufgefallen, wie voll es in den Einkaufszentren im Sommer ist? Absolut. Es ist, als ob jeder in Innenräumen Zuflucht vor der Hitze sucht. Rechts? Die Klimaanlage ist eine große Erleichterung, wenn es draußen heiß ist. Außerdem gibt es in den Einkaufszentren so viele Aktivitäten, die man genießen kann. Genau. Vom Einkaufen bis zum Essen ist es ein absoluter Zufluchtsort. Und manchmal gibt es sogar Veranstaltungen oder Shows, die mehr Menschen anziehen. Das stimmt. Dadurch fühlt sich Einkaufen eher wie ein unterhaltsamer Ausflug an. Ich liebe diese Atmosphäre, es ist lebendig und voller Energie. Definitiv. Es ist eine tolle Möglichkeit, einen heißen Sommertag zu verbringen. Lektion 9. Einkaufen im Einkaufszentrum. Möchten Sie einkaufen gehen? Auf geht's ins Einkaufszentrum. Das klingt fantastisch. Ich muss ein paar Dinge besorgen. Es gibt so viele Geschäfte, dass man sich leicht in der Fülle an Angeboten verlieren kann. Stimmt, aber es ist immer spannend, neue Geschäfte zu erkunden. Außerdem habe ich gehört, dass dieses Wochenende einige tolle Sonderangebote stattfinden. Perfektes Timing. Ich liebe ein gutes Schnäppchen, wenn ich einkaufe. Ich auch. Machen wir eine Liste, damit wir nichts vergessen. Gute Idee. Auf diese Weise können wir uns konzentrieren und müssen keine Zeit mit Umherschweifen verschwenden. Vereinbart. Lasst uns zuerst einen Kaffee trinken, um unseren Einkaufsbummel anzukurbeln.
Lektion 10. Leben am Meer. Wussten Sie, dass Millionen Menschen in Australien in der Nähe des Ozeans leben? Ja, es ist faszinierend. Der Strandlebensstil scheint so verlockend. Genau. Es bietet eine einzigartige Lebensart, von der viele träumen. Und die natürliche Schönheit ist atemberaubend, Strände sind so ein Schatz. Das sind sie wirklich. Außerdem kann es entspannend sein, in der Nähe des Ozeans zu leben. Ich stelle mir vor, dass das Rauschen der Wellen beruhigend und schön ist. Definitiv. Es ist ein perfekter Zufluchtsort vor der Hektik. Und es gibt so viele Aktivitäten wie Surfen und Schwimmen. Genau. Es ist ein Lebensstil voller Abenteuer und Entspannung. Lektion 11. Das rote Becksteinhaus. Der obere Teil dieses Hauses besteht aus rotem Backstein, nicht wahr? Ja, es hebt sich wunderbar von den grünen Bäumen ab. Mir gefällt, wie der rote Backstein ihm ein klassisches Aussehen verleiht. Das tut es wirklich. Und der Schornstein passt perfekt dazu. Es verleiht dem Haus Charakter und sorgt dafür, dass es sich gemütlich und einladend anfühlt. Ich kann mir vorstellen, in Winternächten am Kamin zu sitzen. Das hört sich herrlich an. Die Wärme eines gemauerten Schornsteins ist beruhigend. Absolut. Becksteinhäuser haben einen Charme, der vielen modernen Häusern fehlt. Genau. Ihr Design hat etwas Zeitloses. Lektion 12. Der neue Leitfaden. Ich arbeite jetzt erst seit 3 Wochen hier und es war ein ziemliches Abenteuer. Das klingt spannend. Was machst du? Ich bin Reiseleiterin und erzähle den Leuten die faszinierende Geschichte dieses Ortes. Das muss lohnend sein. Was ist die interessanteste Tatsache, die Sie teilen? Ich liebe es, Besuchern von den verborgenen Schätzen zu erzählen, die viele übersehen. Das ist wirklich cool. Haben Sie unvergessliche Erlebnisse gehabt? Absolut. Erst letzte Woche war eine Familie so engagiert, dass sie Dutzende Fragen stellte. Es ist großartig, wenn die Leute ein solches Interesse zeigen. Was haben Sie gefragt? Sie waren neugierig auf die lokalen Legenden und Geschichten rund um die Wahrzeichen. Lektion 13. Die Strategie. Haben Sie von der offenen Schlacht gehört, die kürzlich stattgefunden hat? Das habe ich. Aber ich verstehe, dass jemand beschlossen hat, stattdessen auf einen Vorteil zu warten. Ja, er schickte den Grenzgänger Jim Bowie, um zuerst die Gegend zu erkunden. Das ist ein kluger Schachzug. Die Kenntnis des Geländes kann das Ergebnis wirklich verändern. Genau. Bowies Erfahrung machte ihn zur perfekten Wahl für diese Mission. Was glaubst du, hat er da draußen herausgefunden? Ich kann mir vorstellen, dass er wertvolle Informationen über die Stellungen des Feindes gesammelt hat. Das könnte ihnen einen erheblichen Vorteil im Kampf verschaffen. Es geht doch nur um Strategie, nicht wahr? Manchmal ist Geduld der beste Ansatz. Lektion 14. Das Dilemma. Ich bin hin und her gerissen zwischen der Verfolgung meiner Leidenschaft und der Suche nach finanzieller Stabilität. Das ist eine schwierige Situation. Was ist Ihre Leidenschaft? Ich liebe Kunst und möchte Vollzeit kreativ sein, aber die Rechnungen häufen sich.
Haben Sie darüber nachgedacht, ein Gleichgewicht zwischen beiden zu finden? Das habe ich, aber es ist eine Herausforderung, beiden Zeit zu widmen. Vielleicht könnte es helfen, den Druck zu verringern, wenn man mit seiner Kunst klein anfängt? Das klingt nach einem Plan. Ich konnte Aufträge erledigen und gleichzeitig meinen Job behalten. Genau. Es ist eine Möglichkeit, Ihre Leidenschaft zu fördern, ohne die Sicherheit zu verlieren. Ich mag diese Idee. Es könnte auch dabei helfen, einen Kundenstamm aufzubauen. Lektion 15: Die Wasserfälle. Wussten Sie, dass sich die Mehrheit der Touristen auf der kanadischen Seite der Wasserfälle aufhält? Wirklich? Was macht es so beliebt? Nun, es gibt 2 Wasserfälle und die Aussicht von Kanada aus ist einfach atemberaubend. Das macht Sinn. Denken Sie, dass es einen Besuch wert ist? Absolut. Das Erlebnis ist unvergesslich, besonders nachts mit den Lichtern. Ich kann mir vorstellen, wie schön es sein muss. Was gibt es sonst noch zu tun? Es gibt jede Menge Attraktionen, von Bootstouren bis hin zu Wanderwegen in der Nähe. Klingt nach einem ganzen Tag voller Abenteuer. Gibt es gute Restaurants? Ja, es gibt mehrere mit atemberaubender Aussicht, die Sie beim Essen genießen können. Lektion 16: Die Sprache. Das Englische hat viel von den Sprachen der Völker Afrikas und Asiens übernommen. Es ist faszinierend, wie vielfältig unsere Sprache geworden ist. Absolut. Viele Wörter, die wir täglich verwenden, haben Wurzeln in anderen Kulturen. Es spiegelt wirklich die Geschichte des Handels und der Interaktion wider, nicht wahr? Sicher. Es zeigt, wie sich Sprache durch den Kontakt mit anderen entwickelt. Ich liebe es, etwas über den Ursprung von Wörtern zu lernen. Welche überraschen Sie? Wörter wie Safari und Tee haben einen so reichen Hintergrund. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Wort so viel Geschichte in sich tragen kann. Und es macht das Englischlernen für alle interessanter. Lektion 17: Das Frühstück. Gesundes Frühstück klingt nach einer tollen Routine. Ich werde es versuchen. Das ist eine fantastische Idee. Was hast du vor zu machen? Ich denke an Haferflocken mit Früchten und Nüssen. Das hört sich köstlich und nahrhaft an. Hast du eine Lieblingsfrucht? Ich liebe Bananen und Beeren. Sie verleihen eine schöne Süße. Das sind großartige Entscheidungen. Sie sind auch voller Vitamine. Genau. Ich habe das Gefühl, dass es hilfreich sein wird, den Tag voller Energie zu beginnen. Es macht definitiv einen Unterschied darin, wie Sie sich den ganzen Tag über fühlen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es meinen Morgen verändert. Lektion 18: Die Gitarre. Ich verstehe deine Liebe zur Musik vollkommen. Genießen Sie die Musik und spielen Sie weiter auf den Gitarrenseiten. Danke. Gitarre spielen ist für mich eine so freudige Erfahrung. Das kann ich sehen. Spielst du oft? Ich versuche jeden Tag zu üben, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Das ist der Schlüssel zur Verbesserung, nicht wahr? Konsistenz ist wichtig. Absolut. Jede Trainingseinheit bringt mich meinen Zielen näher. Welche Musik spielst du am liebsten?
Ich liebe Volksmusik, es hat eine so warme und einladende Atmosphäre. Das ist schön. Durch das Musizieren kann man sich wirklich mit anderen verbinden. Lektion 19, die Forschung. Es war in den nächsten 20 Jahren sehr umstritten. Darwin setzte seine wissenschaftliche Forschung fort und er. Was waren einige der Hauptthemen, auf die er sich konzentrierte? Er interessierte sich sehr für Evolution und natürliche Selektion. Das ist so ein zentraler Teil der Biologie. Wie haben die Leute reagiert? Viele waren skeptisch, insbesondere diejenigen, die einen starken religiösen Glauben hatten. Ich kann es mir vorstellen. Das Infragestellen etablierter Ansichten kann zu Gegenreaktionen führen. Ja, aber Darwins Theorien lösten wichtige Diskussionen in der Wissenschaft aus. Es ist faszinierend, wie eine Person so viele Bereiche beeinflussen kann. Absolut. Seine Arbeit legte den Grundstein für die moderne Biologie. Lektion 20, das Vertrauen. Schüchternheit kann ein ziemliches Hindernis sein, aber ja, lasst uns weiter üben und Selbstvertrauen gewinnen. Ich stimme zu. Je mehr wir uns engagieren, desto einfacher wird es. Genau. Ich habe bereits Verbesserungen bemerkt. Das ist toll zu hören. Welche Techniken verwenden Sie? Ich versuche, in der Gruppe mehr zu Wort zu kommen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Das ist ein fantastischer Ansatz. Jeder kleine Schritt zählt. Ja, und ich fühle mich jedes Mal wohler, wenn ich es tue. Du bist auf dem richtigen Weg. Was ist Ihr nächstes Ziel? Ich möchte einer öffentlichen Redengruppe beitreten, um mich weiter herauszufordern. Lektion 21, der Vorschlag. Damit sich alle einbezogen fühlen, sind angemessene Anpassungen notwendig. Absolut. Welche Anpassungen sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten? Erstens möchten wir eine kürzere Besprechungszeit vorschlagen, um allen gerecht zu werden. Das macht Sinn. Kürzere Besprechungen können produktiver sein. Genau. Es ermöglicht eine bessere Konzentration und ein besseres Engagement der Teilnehmer. Haben Sie auch über andere Anpassungen nachgedacht? Ja, wir könnten auch eine flexible Planung für Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen implementieren. Das ist eine tolle Idee. Es zeigt Verständnis und Respekt für die Zeit aller. Und es trägt dazu bei, ein integrativ-eres Umfeld zu schaffen. Lektion 22, tief empfundene Reflexionen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie unsere vergangenen Erfahrungen uns prägen? Ja, es ist faszinierend, wie bestimmte Erinnerungen in unseren Herzen bleiben. Genau, wie Regentropfen, die nie ganz weggespült werden. Manchmal fühlt es sich an, als würde der Schmerz langsam nachlassen und uns daran erinnern, was wir verloren haben. Diese Erinnerungen sind zwar schmerzhaft, lehren uns aber auch wertvolle Lektionen. Es stimmt, sie prägen unseren Charakter und unser Einfühlungsvermögen gegenüber anderen. Es ist interessant, wie wir diese Gefühle ein Leben lang mit uns herumtragen. Ja, jeder Tropfen vertieft unser Verständnis von Liebe und Verlust. In gewisser Weise machen sie uns stärker, finden Sie nicht auch? Lektion 23, Sportgespräch. Was ist deine Lieblingssportart? Ich spiele gerne Basketball. Es ist so ein dynamisches Spiel. Das ist großartig.
Ich liebe auch Basketball, es bringt wirklich Adrenalin in die Höhe. Ich finde es spannend, wie es Teamarbeit und Strategie vereint. Definitiv. Der Nervenkitzel, eine perfekte Aufnahme zu machen, ist unschlagbar. Außerdem ist es eine fantastische Möglichkeit, fit zu bleiben und gleichzeitig Kontakte zu knüpfen. Haben Sie in irgendwelchen Teams gespielt? Ja, ich war letzten Sommer in einem lokalen Ligateam. Das hört sich lustig an. Ich würde gerne eines Tages einem solchen Team beitreten. Lektion 24: Kreative Karrieren. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Friseur oder Barbier zu werden? Ich habe. Es scheint eine erfüllende Karriere für diejenigen zu sein, die gut mit ihren Händen umgehen können. Genau, es verbindet Kreativität mit praktischen Fähigkeiten. Außerdem sorgen sie dafür, dass sich die Menschen jeden Tag gut fühlen. Ja, die Veränderung des Aussehens einer Person kann ihr Selbstvertrauen wirklich stärken. Und in diesem Bereich gibt es immer etwas Neues zu lernen. Wahr. Stile und Trends entwickeln sich ständig weiter, was es spannend macht. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, ihre künstlerische Seite auszudrücken. Ich bewundere Menschen, die mühelos schöne Frisuren kreieren können. Lektion 25: Hausreparaturen. Ich habe gehört, dass die Reparaturen in Ihrer Wohnung endlich abgeschlossen sind. Ja, sie haben großartige Arbeit geleistet, aber die Toilettenspülung scheint etwas zu funktionieren. Das ist frustrierend. Es ist immer etwas, nicht wahr? Absolut. Gerade wenn Sie denken, dass alles behoben ist, taucht ein weiteres Problem auf. Hoffentlich kann das Wartungsteam das schnell klären. Das hoffe ich auch. Ich möchte meinen Platz genießen, ohne mich um die Sanitäranlagen kümmern zu müssen. Es ist schwer, sich zu entspannen, wenn man weiß, dass etwas nicht richtig funktioniert. Genau. Ich möchte einfach, dass alles in einwandfreiem Zustand ist. Vielleicht ist es an der Zeit, eine gründliche Überprüfung aller Einrichtungsgegenstände anzufordern. Lektion 26: Einkaufsgrundlagen. Ich muss dieses Wochenende ein paar Toilettenartikel und Waschmittel kaufen. Oh, das ist praktisch. Ich habe auch ein paar Dinge auf meiner Einkaufsliste. Was brauchen Sie noch? Nur ein paar grundlegende Reinigungsmittel und ein paar Körperpflegeartikel. Es ist erstaunlich, wie schnell uns das Nötigste ausgeht. Ich weiß. Es fühlt sich an, als hätte ich sie erst letzte Woche gekauft. Einkaufen kann bei so viel Auswahl etwas überwältigend sein. Stimmt, aber manchmal ist es auch schön, neue Produkte zu entdecken. Ja, es macht mir Spaß, neue Marken zu entdecken, die umweltfreundlich sind. Lektion 27: Fitnessmode. Ich habe vor kurzem einen neuen Sport-BH bekommen und er passt perfekt. Das klingt großartig. Es ist wichtig, unterstützende Trainingsausrüstung zu haben. Ja, beim Training macht es wirklich einen Unterschied. Ich liebe es, wie bequem und stilvoll sie heutzutage sein können. Genau. Es ist großartig, sich beim Training gut zu fühlen. Haben Sie eine Lieblingsmarke für Sportbekleidung? Ich bevorzuge Marken, bei denen sowohl Komfort als auch Leistung im Vordergrund stehen. Ebenfalls. Qualität macht beim Training den entscheidenden Unterschied.
Außerdem ist es motivierend, etwas zu tragen, das einem wirklich gefällt. Lektion 28, Wochenendausflüge. Ich denke darüber nach, dieses Wochenende einen Kurztrip zu machen. Das klingt spannend. Haben Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Vielleicht eine nahegelegene Stadt oder ein Naturort, um meinen Geist zu erfrischen. Das Erkunden neuer Orte kann so erfrischend sein. Ich stimme zu. Ein kleines Abenteuer kann die Routine durchbrechen. Haben Sie das Wetter für das Wochenende überprüft? Noch nicht, aber ich hoffe, es eignet sich gut für Outdoor-Aktivitäten. Camping könnte eine gute Option sein, wenn das Wetter gut ist. Ja. Ich liebe die Idee, der Natur nahe zu sein und zu entspannen. Lektion 29, Campingpläne. Ich habe darüber nachgedacht, an den See zu gehen und es mit Camping zu versuchen. Camping klingt nach einer Menge Spaß. Hast du es schon einmal gemacht? Nicht wirklich, aber ich wollte es schon immer erleben. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und sich mit der Natur zu verbinden. Ich stimme zu. Außerdem haben Lagerfeuer in der Nacht etwas Besonderes. Definitiv. S'mores und Geschichten am Feuer sind die besten. Wissen Sie, ob wir einen Platz im Voraus reservieren müssen? Ja, für einige beliebte Websites ist eine Reservierung erforderlich, insbesondere am Wochenende. Dann schaue ich mir das mal an, das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Lektion 30, Inklusivität in der Gastfreundschaft. Haben Sie in letzter Zeit Verbesserungen bei der Inklusivität für Gäste festgestellt? Ja, vielerorts wird sich die Bedeutung von Respekt immer mehr bewusst. Es ist ermutigend zu sehen, wie Unternehmen Schritte in Richtung Inklusion unternehmen. Absolut. Jeder hat es verdient, sich willkommen und wertgeschätzt zu fühlen. Es schafft eine viel bessere Atmosphäre für alle Beteiligten. Darüber hinaus fördert es vielfältige Perspektiven und Erfahrungen. Genau. Inklusion bereichert unsere Gemeinschaften und Interaktionen. Ich hoffe, in Zukunft noch mehr Fortschritte zu sehen. Ich auch. Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, weiterhin für Respekt einzutreten. Lektion 31, literarische Entdeckungen. Ich habe gerade ein hervorragendes Buch fertiggestellt, das mich von Anfang an gefesselt hat. Das ist wunderbar. Worum ging es? Es wurden Themen wie Resilienz und der menschliche Geist untersucht. Klingt faszinierend. Ich liebe Bücher, die meine Perspektive herausfordern. Ja, es ist eines, das ich sonst wahrscheinlich nicht in die Hand genommen hätte. Manchmal finden wir Edelsteine an unerwarteten Orten. Genau. Meine Freunde haben es empfohlen und ich bin so froh, dass sie es getan haben. Es ist großartig, Buchempfehlungen weiterzugeben. Sie können zu neuen Favoriten führen. Das werde ich bei meiner nächsten Lektüre auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Lektion 32, die Aufnahmemaschine. Es handelte sich um eine Maschine, mit der Geräusche wie Musik und Gespräche aufgezeichnet werden konnten. Das klingt faszinierend. Wie hat es genau funktioniert? Im Wesentlichen erfasste es Vibrationen und wandelte sie in Audiowellen um. Wow, das muss damals revolutionär gewesen sein. Definitiv.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Moment im Klang festhalten. Ich kann mir vorstellen, dass dies die Art und Weise verändern würde, wie Menschen Musik erleben. Außerdem konnten Gespräche dokumentiert werden, was erstaunlich ist. Ja, es hat wirklich neue Möglichkeiten des Geschichtenerzählens eröffnet. Und es ebnete den Weg für die modernen Aufnahmegeräte, die wir heute verwenden. Lektion 33, die Gepäckausgabe. Hallo. Sind Sie auch hier, um Ihr Gepäck abzuholen? Ja, das bin ich. Ich hoffe jedoch, dass es bald ankommt. Ich kenne das Gefühl, warten kann ziemlich stressig sein. Genau. Es scheint immer länger zu dauern als erwartet. Ich hoffe nur, dass meins beim Transport nicht verloren geht. Ebenfalls. Bist du weit gereist? Ich komme aus Übersee und freue mich sehr darauf, nach Hause zu kommen. Das ist aufregend. Irgendwelche Pläne, sobald Sie Ihr Gepäck bekommen haben? Nur eine schnelle Mahlzeit und dann etwas Ruhe. Was ist mit dir? Lektion 34, die Stile. Ich habe in letzter Zeit mit verschiedenen Stilen experimentiert. Das klingt interessant. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einer Gruppe beizutreten? Ich denke, es wäre großartig, mit anderen zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit kann wirklich Kreativität und neue Ideen anregen. Genau. Außerdem macht es Spaß, verschiedene Perspektiven auszutauschen. Mit welchen Stilen experimentieren Sie, wenn ich fragen darf? Ich versuche es mit einer Mischung aus Pop und akustischen Klängen. Das klingt nach einer tollen Kombination. Hast du neue Songs geschrieben? Ja, ein paar. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich mit dem Feedback weiterentwickeln. Lektion 35, das Festival. Diwali ist ein wunderschönes Fest, das mit dem Anzünden von Öllampen gefeiert wird. Das ist es wirklich. Die Lichter schaffen eine so magische Atmosphäre. Ja, und Geschenke auszutauschen ist auch eine wunderbare Tradition. Ich liebe diesen Aspekt. Es bringt Familien und Freunde näher zusammen. Und vergessen Sie nicht, sich an köstlichen Süßigkeiten und Snacks zu erfreuen. Absolut. Das Essen ist einer der besten Teile der Feier. Haben Sie schon einmal an Diwali-Feierlichkeiten teilgenommen? Ich habe. Es ist eine so bereichernde Erfahrung voller Freude. Ich möchte mehr über die damit verbundenen Bräuche und Rituale erfahren. Lektion 36, in Verbindung bleiben. Ich muss unterwegs unbedingt auf dem Laufenden bleiben, insbesondere wenn es um die Arbeit geht. Ich verstehe vollkommen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich bei Bedarf mit dem WLAN zu verbinden? Ja, das ist mein Plan. Es macht alles einfacher, insbesondere bei Videoanrufen. Genau. Außerdem hilft es dabei, Ihre mobilen Daten für unterwegs zu speichern. Rechts. Ich fühle mich immer verbundener, wenn ich eine stabile Internetverbindung habe. Und es ermöglicht Ihnen, ohne Unterbrechungen mit allen in Kontakt zu bleiben. Definitiv. Ich freue mich darauf, öfter vorbeischauen zu können. Es ist eine große Erleichterung zu wissen, dass Sie in Verbindung bleiben können, egal wo Sie sind. Ja, das macht in der heutigen schnelllebigen Welt den entscheidenden Unterschied.